Hala Madrid, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gucken wir auf Arda Güler. Arda Güler unverkäuflich. Die Fans fordern, dass er vor allen Dingen gegen den FC Bayern in der Startelf steht. Und dann gucken wir allgemein auf das Spiel gegen den FC Bayern. Und Mbappé ist angeschlagen. Wird er mitspielen oder nicht? Und Tchouaméni ist natürlich gar nicht dabei. Ja, da wollen wir mal reinkauen. Schön, dass ihr dabei seid. Hala Madrid, mein Name ist Dennis. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es spätestens jetzt, damit wir größer werden. Der Livestream war letztens auch sehr, sehr geil. Ich werde ja öfters das machen, soweit wie es immer geht, natürlich logischer. Oder hier auch mein ganzes System, das mitmacht. Ja, vorletztes Mal war das alles ein bisschen Chaos. Aber egal, das letzte Mal war richtig nice. Das Stream, den könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal nochmal anschauen. Ja, so, das nächste Spiel jetzt gegen den FC Bayern. Ihr seht das schon. Also ich sage ja eins, wenn wir dort nicht, sage ich mal, oder 200%, wenn wir da nicht 200% geben, dann kann ich nur sagen, werden wir in München, wenn wir Fehler machen, werden wir in München untergehen. Das ist Fakt, das werden wir sonst anderweitig gar nicht schaffen. Ja, was soll ich sagen? Natürlich sollte man alles versuchen, das ist ganz klar, bin ich der Meinung. Wir müssen Bayern überraschen. Ich meine, selbst Kalle Rummenigge hat gesagt: „Vorsichtig, ne, die haben uns die letzten Jahre schon genug geärgert." Ja, aber ganz ehrlich, das war das war Real Madrid mit ganz anderen Spielern und, deswegen kann ich da, sage ich mal, ja, er hat recht, aber es ist auch nicht ganz zu sagen. Wir sind 'ne ganz andere Mannschaft. Da hat die Mannschaftsleistung viel mehr gestimmt als jetzt. So, Lunin zum Beispiel, den ihr gerade seht, ist zum Beispiel ganz wichtig. Beim zweiten Gegentor hätte also Neuer und auch Thibaut Courtois hätte den Ball gehalten. Da bin ich ganz fest der Meinung oder der Überzeugung, ähm, dass, ja, den hätten sie gehalten. Und da sah er nicht ganz so gut aus. Und er muss, wie soll ich sagen, er muss auch stabil sein. Er ist ja schwer, einer der besten zweiten Torhüter, die es gibt. Und wenn nicht sogar der Beste, er ist richtig gut. Aber das war nicht gerade so gut. Nicht gerade so gut, leider. Ne? So, und wichtig ist auch, dass unser Trainer das auch vernünftig ausstellt. Damit meine ich, Arda Güler muss auf jeden Fall von Anfang an spielen. Da kommen wir ja gleich nochmal zu dem Thema Arda Güler und unverkäuflich und spielt er von Anfang an. Also ich war, ja, wie immer, wie oft so mit der, sag ich mal, mit den taktischen Vorgaben oder das, was unser Trainer da, wie er ausgewechselt hat gegen Bayern. Ja, ich werde das, glaube ich, noch, solange er bei uns ist, glaube ich, nicht verstehen und immer wieder sagen: „Ich kann es einfach nicht nachvollziehen." Und ich glaube, ich hoffe, dass er auf jeden Fall nicht weitermacht. Das hört sich hart an, ist aber so. Er wird höchstens weitermachen, wenn wir den Hengelpott gewinnen, also die Champions League. Aber das, naja, ich denke immer positiv, aber, ja, also ist die Übergangslösung, ich meine ganz ehrlich, da hätte man auch locker Xabi Alonso, behalten können. Der hat ja 'ne bessere Statistik und die wäre wahrscheinlich auch nicht schlechter gewesen. Ja, was soll ich sagen? So sieht es aus. Zu Vini noch mal 'n Punkt. Er hat ja gut gespielt in Hinspielen. Ich hoffe, dass er das auch, sage ich mal, noch besser macht jetzt im Rückspiel, vor allen Dingen, wenn er nach rechts reingeht, nur kurz und dann schließen. Das kann er doch. Nicht 5 Meter, 6 Meter reinrennen. Das ist absoluter Quatsch. Das macht keinen Sinn und da stehen Bayern-Spieler und wir wissen, dass sie einfach gut sind. Auch Bayern ist natürlich, sage ich mal, man hat gesehen, wenn man 'n bisschen Druck macht, ist Bayern auch schlagbar. Eigentlich ist Bayern auch schlagbar in manchen Situationen. Es ist natürlich die Frage, ähm, wie man das macht, ne? Und das ist, ja, ist schon sehr wichtig. So, und jetzt habe ich mal einen Punkt mit, Mbappé. Mbappé ist angeschlagen und es ist die Frage, spielt er mit? Den Verstand jetzt weiß ich, ist, dass der Stand, also, hat er 'ne Platzwunde, ne, konnte das Training nicht, zu Ende machen. Ich frage mich manchmal, Footballspieler haben mehr als Platzwunden, aber das ist 'n anderes Thema. Aber es wäre natürlich nicht gut,
wenn er nicht dabei wäre. Allerdings muss ich auch wirklich gestehen, wo war er wirklich im ersten Spiel? Er war mit einer der schlechtesten. Und gerade gegen den FC Bayern sollte er vielleicht das nicht machen und sollte genauso, ja, richtig Power geben, ja, wie sonst auch. Und, er kann es ja. Und, es sollte jetzt nicht, dass eine Platzwunde, ich weiß nicht, wo er die Platzwunde hat. Ich hoffe, dass er jetzt nicht deswegen, sage ich mal, extrem angeschlagen wäre. Das wäre jetzt wirklich nicht so schön. So, das Thema Arda Güler, das ist jetzt auch wichtig. Arda Güler, erstmal fordern die Fans, dass er von Anfang an in München spielt. Ja, das fordere ich auch. Und wenn er jetzt, ich gehe mal stark von aus, er wurde geschont. Gegen Girona hat er ganz kurz gespielt, das ist auch in Ordnung. Und Tchouaméni gleich vorweg, hat auch nicht gespielt. Allerdings, der wird auch im Rückspiel gegen Bayern nicht dabei sein, weil er gelb belastet worden ist und leider fehlt. Sehr, sehr schade, einer der besten der letzten Monate. Aber Camavinga war einer der besten. Ich denke, dass Camavinga spielen wird wieder. Und ja, Arda Güler. Es ist auch das Gerücht, dass er auf jeden Fall unverkäuflich ist, ja. Und, Transfergerüchte, viele wollen ihn haben, denke ich mal, gehe ich ganz stark von aus. Aber Real plant mit Arda Güler und dementsprechend, ja, hier steht auch, trotz der aktuellen Krise gibt es Berichte, dass Real Madrid Angebote für Güler im Sommer blockieren will, da man weiterhin fest mit ihm als Zukunft des Vereins plant. Sorry, Stärke. Güler kommt in der laufenden La Liga-Saison bereits auf 4 Tore und 8 Vorlagen in 31 Einsätzen. Okay, das kann natürlich besser sein, noch muss besser sein, vor allen Dingen was die Tore angeht. Das haben wir im Livestream letztens beschlossen oder besprochen, war sehr cool. Also, ihr wisst, wie ich zu Ada stehe. Für mich einer der größten. Er ist jetzt schon einer der besten, auch wenn er auf der 10 spielt. Aber was ihm noch fehlt, sind Tore. Es sind Tore, die auf jeden Fall, ja, er muss Tore machen, damit auch sein Marktwert, und andere werden natürlich von vielleicht Marktwert schon höher. Warum auch immer, woran das liegt. Wir wollen keine Politik hier reinholen, aber ja, aber der Trainer muss ihn auch mal durchspielen lassen. Das war also ich bete, also der kann ihn nicht auswechseln, weil Arda Güler, es kann eine Verlängerung geben und so weiter und so fort. Arda Güler muss da spielen, weil es kann immer ein Todespass kommen und das kann er. Und dementsprechend, da darf, also wehe, der Trainer lässt ihn diesmal und wechselt am besten noch in der 6. Ey, dann verzweifle ich. Dann frage ich, ne, dann werde ich dazu ein Video machen. Aber nochmal zur Livestream. Ich werde wahrscheinlich gegen Bayern, es steht noch in Frage, keinen Livestream machen, weil ein Kumpel mich eingeladen hat, der ist Bayern-Fan und wir wollen das zusammen gucken. Dementsprechend. Sonst, wenn nicht, bin ich natürlich eventuell, das muss man mal gucken, denn, also ja, wenn ich nicht dorthin gehe, werde ich dann live gehen. Aber die Spiele nach Bayern werde ich auf jeden Fall wieder live dabei sein. Und. Immer wenn es geht, werde ich so gut wie es geht natürlich live dabei sein, weil ihr euch das gewünscht habt. Das war auch sehr, sehr cool. Ganzen Leute, die da waren und überhaupt. Ja, also das zu dem Thema. Ganz kurz mal zu dem Livestream. Ja, Fakt ist aber auf jeden Fall, Arda Güler muss von Anfang an spielen. Das ist einfach so. Und also es wäre natürlich geil, wenn er in München ein Tor macht. Das wäre einfach geil. Und wie gesagt, die Mannschaft muss zusammenkommen jetzt. Gerade jetzt in München ist es einfach wichtig. Und sonst ich sage euch das wirklich, wir werden sonst in München untergehen. Wir werden sonst in München untergehen. Und das ist nicht der Sinn von Real Madrid. Gegen Bayern muss gewonnen werden. Ich hoffe, ihr seht mit MAP. Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass MAP fit ist. Allerdings natürlich besser. Weil, wie gesagt, im Hinspiel war einer der schlechtesten, weil dann kann er auf der Bank sitzen, weil dann, ja, so ist das. Und Güler ich gehe ganz stark davon aus, zur ersten Halbzeit, sorry, wird von Anfang an spielen. Und dass er natürlich zum Thema, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, unverkäuflich ist natürlich auch ganz klar, dass ich hoffe natürlich, dass sie auch egal wer kommt, auch wenn Klopp kommt, auch wenn ich immer höre, dass Klopp nicht für ihn ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Warum sollte Klopp Arda Güler nicht gut finden? Also,
Das kann ich mir nicht, vorstellen. Das ist auch viel Gelaber. Ich denke mal, mit Klopp wird er auch spielen. Wahrscheinlich auch noch viel besser spielen und durchspielen vor allen Dingen, ne? Arbeloa lässt ihn ja nicht durchspielen. So, dementsprechend schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint und so weiter und so fort. Wie geht das Spiel aus? Kann Real das noch drehen? Und meint ihr auch, Arda Güler ist unverkäuflich? Viele werden sagen, Arda Güler soll gehen. Nein, es geht nicht höher. Er spielt bei Real Madrid. Es geht nicht höher. Und deswegen lassen wir das so stehen. Arda Güler wird spielen und ja, wird einfach stabil sein, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, Hala Madrid, folgt mir, verlinkt dieses Video, guckt euch nochmal den alten Livestream an, hier gegen Girona, war sehr, sehr geil. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und wenn wir es noch vor dem Bayern spielen, das ist morgen, ich weiß nicht, ob ich vor dem Bayern-Spiel noch ein Video im Haus haue, wahrscheinlich, ja, ach nee, es ist ja Mittwoch, ne? Doch, dann wird morgen wahrscheinlich noch eins eventuell kommen. Dann würde ich sagen, bis morgen oder bis zum nächsten Video, Freunde.